zu einem neuen Vlog von mir nach einer doch recht langen Zeit und natürlich Sukh San Pimae. Frohes Neues! Ich bin tatsächlich nicht beim Wandern oder einer meiner vielen Chaos-Trips verschollen gegangen. Mir geht es gut, ich bin wohlauf und ich bin momentan in Thailand. Erstmal 2018. Was ein Jahr. Ich war im Januar in Irland und habe eine Freundin besucht. Dann war ich in Porto und habe versucht, für meine Abschlussprüfung zu lernen, während der Sightseeings, die ich dann kurz darauf in Berlin hatte. Ich habe inzwischen alle kanarischen Inseln durch, tatsächlich. Fuerteventura war die letzte und ich möchte noch ein Video dazu machen. Ich möchte noch sehr viele Videos machen, wie zum Beispiel auch zu meiner Europareise, die ich im Juni gemacht habe. Ich habe mir meinen Lebenstraum tatsächlich erfüllt und habe eine Interrail-Reise gemacht und oh mein Gott, die war ziemlich unglaublich. Ich habe irgendwie so 32 Städte in einem Monat gesehen oder mehr. Ich habe irgendwann nicht mal mehr mitzählen können und es war sehr, sehr schön. Ich bin am Kölner Airport. Ich bin es. Aber mein Koffer nicht. Er wurde schon wieder verloren. Wie verliert man im Bus einen Koffer? Und natürlich ist mein Reisepass da drin. Ich brauche den natürlich bis spätestens Oktober zurück, weil ich sonst nicht nach Thailand kann. Und jetzt bin ich in Thailand, Chiang Mai genau gesagt, und lebe hier. Und habe auch ein sehr aufregendes Silvester in Bangkok verbracht und habe versucht, Hangover nicht ganz so doll nachzumachen, wie es bei mir manchmal veranlagt ist, wenn ich etwas Alkohol zu mir genommen habe. Und wie war's? Ich habe einfach diesen Macarena in mir gespürt. Der musste raus. Okay. Was zur Hölle mache ich hier? Ich arbeite. Und zwar so ziemlich in dem gleichen Job wie zuvor. Ich bin in einem Callcenter, ich nehme Telefonate an, bin immer noch sowas wie eine virtuelle Sekretärin. Und ja, ich vermisse Teneriffa sehr, sehr doll. Teneriffa ist nach wie vor mi amor grande. Und ich möchte auch zurückkehren tatsächlich, wenn ich hier fertig bin nach 6 Monaten. Ich mache wieder so ein Work-and-Study-Ding und lerne momentan Thai. Dichan Pen Naksiksa Ti Mocho Chiang Mai Rian Phasa Thai. Das ist das erste Mal für mich, dass ich überhaupt auf einem anderen Kontinent bin und nachdem ich Europa gründlich durchgenommen habe, nachdem ich ausführlich durch Europa gereist bin, ist es eine sehr, sehr schöne Erfahrung, mal woanders zu sein. Gerade Asien. Chiang Mai ist die größte Stadt Nordthailands. Der Norden von Thailand ist halt so ein bisschen anders, als wie man sich das vorstellt. Also es ist zum Beispiel nicht am Meer gelegen. Das heißt, diese kleinen bunten Bötchen, die segeln hier nicht rum. Und es ist auch ein bisschen ruhiger als Bangkok zum Beispiel. Das heißt, hier gibt es auch wilde Partys, aber vielleicht nicht ganz so wild und desastergeladen, wie sie in Bangkok passieren könnten. Es ist eine Stadt mit sehr, sehr viel Kultur in dem alten Lana Kingdom und es gibt hier viele Massagesalons, super leckeres Essen, ganz, ganz viele Tempel zu erkunden. Die ganze Altstadt ist voll damit, man kann eigentlich nicht über keinen Tempel stolpern. Und natürlich sind wir auch direkt bei den Bergen, das heißt, ich als Wanderseele habe eine gute Wahl getroffen, denn wenn man so Richtung Universität fährt und dann noch ein kleines Stückchen weiter, dann ist man einfach direkt beim ersten Wasserfall, wo man auch mal runterrutschen kann. Wenn man dann ein bisschen weiterläuft, ist man noch bei so einem Tempel im Berg, ein sehr berühmter Tempel namens Doi Suthep. Wenn man ein bisschen anders lang läuft, dann hat man auch eine andere Wasserfallroute, die einen noch in so ein Naturreservat bringt, wo man auch übernachten kann, was ich gerne noch machen möchte. Man hat die Natur eigentlich nebenan, was ein sehr schöner Ausgleich ist, weil ich liebe ja wirklich große Städte. Also tatsächlich, Bangkok hat mir auch super gefallen zu Silvester, also Bangkok hat es mir echt angetan. Und Chiang Mai hat halt sehr viel Verkehr schon, muss man sagen. Das ist, glaube ich, hier überall in Thailand mit den ganzen Motorradfahrern. Und hier gibt es auch nicht so wirklich Fußgängerüberwege, zumindest Fußgängerüberweg ist halt eher so relativ, weil darauf halt auch immer ganz viele Mäste stehen oder Motorräder oder Autos oder Stände. Und ja, man kann nicht wirklich darauf laufen, man läuft halt immer so halb auf der Straße und wird überfahren. Aber ich finde, das hält das Leben einfach spannend und ja, jeder Tag ist ein kleines Abenteuer. Vor allem, wenn man über die Straße möchte. Zu 5 oder mit dem Fahrrad. Thailand hat irgendwie so einen ganz gewissen Charme. Ich war zwar noch in keinem anderen asiatischen Land, wie gesagt, aber
Ich weiß nicht, die Leute sind einfach sehr, sehr freundlich. Alle sind immer ein Lächeln und die versuchen so gut wie es geht, sich mit dir zu verständigen, auch wenn sie kein Englisch sprechen und die nicht so wirklich Thai, aber man kriegt das schon hin. Halt auch das Essen ist so lecker. Oh mein Gott, das Essen. Vor allem asiatisches. Ich liebe ja auch Sushi und davon gibt es hier auch eine Menge und sehr, sehr günstig und sehr, sehr lecker. Und dann natürlich auch so Currys und alles und ich muss jetzt zugeben, ich bin jetzt 3 Monate hier. Ich habe noch nicht geschafft, ein richtiges Thai-Curry zu essen, ohne zu weinen, aber... What I was not able to record, this is actually her 3rd glass of water. Auch wenn ich eine Stunde dafür brauche und mein Gesicht danach sehr rot ist, hat es jedes Mal gut geschmeckt und ich schlage mich wacker, okay? Was ich besonders empfehlen kann, ist zum Beispiel auch Khao Soi. Das ist so ein typisches Curry für Nordthailand. Das gibt es ja auch ganz, ganz oft. Das ist sehr lecker und nicht ganz so scharf. Und das Massaman Curry mit Kokosnuss drin. Und dann gibt es noch so typische hiesige Speisen wie Kokosnusspudding und natürlich ganz viel Streetfood. Ich dachte, es gibt so einen Nachtmarkt. Ich habe so von einem Nachtmarkt gehört und scheinbar dachte, oh ja, auf den Nachtmarkt, auf den gehe ich mal. Was ich aber nicht wusste, ist, dass es irgendwie so tausende von Nachtmärkten sind. Manche größer, manche kleiner, manche fest und manche werden einfach auf der Straße aufgebaut und abgesperrt. Und es sind auch verschiedene an verschiedenen Tagen. Manchmal sind es so große Hallen, manchmal ist es einfach nur so eine Ansammlung von Streetfood-Wegen. Was ich hier noch nicht gesehen habe, aber in Bangkok, in der Khao San Road zum Beispiel, Skorpione am Spieß. Aber hier gibt es auch sehr viele Stände mit leckeren, gerösteten Insekten, wenn man sich dann doch etwas näher zu seinen Lieblings-Dschungelcamp-Stars fühlen möchte. Es ist zum Beispiel sehr vertreten, hier sich einfach eine komplette Kokosnuss zu kaufen. Die schneiden sie dir dann auf, geben Strohhalm rein und dann läufst du mit deiner Kokosnuss über den Markt. Man muss einfach kulinarisch aufgeschlossen sein. I like the flowers, I like the daffodils, I like... Es lebt! Oh mein Gott! Hey, ich bin mir nicht sicher, ob ich das essen kann. Warum bewegt sich das? Was ich wirklich vermisse, ist tatsächlich das Meer, denn ich habe nie nicht am Meer gelebt. Ich bin ja in Bremerhaven aufgewachsen und gleich nach Teneriffa. Aber dafür gibt es im Ausgleich hier immerhin sehr schöne Rooftop-Pools zum Beispiel und halt auch allgemeine Pools und sehr viele Poolpartys. Und hier ist halt auch immer gutes Wetter. Also klar gibt es die Regenzeit, die habe ich noch nicht so mitbekommen. Also ich muss sagen, der Sommer, der macht mir schon noch ein paar Sorgen, weil es halt sehr, sehr heiß wird und dann die ganze Zeit regnet. Und ich bin Ende Oktober gekommen und da war noch ein bisschen Regenzeit und da waren tatsächlich, ja, Abflüsse sind hier nicht so und deswegen waren teilweise Straßen einfach komplett überflutet. Das heißt, man musste da durchwaden. Das Wasser war tatsächlich bis zu deinen Knien und ich hatte natürlich an diesem verhängnisvollen Tag die Entscheidung getroffen, Turnschuhe zu tragen und bei jedem Schritt war es so... Wir wollen eigentlich nur einkaufen gehen. Wir brauchen einfach nur einen Besen. Man kann sich hier übrigens von Ex-Knastis massieren lassen, damit die wieder in die Gesellschaft reintegriert werden können und auch gleichzeitig eine Arbeit erlernen. Und das war tatsächlich eine der besten Massagen, die ich bisher hatte. Also richtig, richtig gut. Auch sehr bekannt für Thailand sind Elefanten. Und ich habe welche gesehen und die waren sehr, sehr niedlich. Wir waren in so einem Naturschutzreservat mit Elefanten und da hatten die dann 2 große und 2 Babys und da kann man dann hingehen. Und also auch in privaten Gruppen tatsächlich und die füttern und ein bisschen mit denen kuscheln und mit denen baden gehen und die abschrubben und manchmal schrubben die dich auch ab oder machen dich nass oder die Mitarbeiter machen dich nass und das war sehr schön. Vor nur einer Woche hat sich ein Traum von mir erfüllt. Hier gibt es kein Katzencafé, kein Hundecafé, sondern ein Kaninchencafé. Ja, richtig gehört. Ist dasselbe Konzept wie mit einem Katzencafé, wo Katzen rumlaufen, die du streicheln kannst, während du deinen Kaffee trinkst, mit Kaninchen. Vor dem Essen kann man in einen Extra-Raum gehen und dann werden dir die ganzen Kaninchen gezeigt und du kannst mit denen kuscheln und du kannst denen was zu essen geben und die auf deinen Schoß haben, die den Schlaf lauschen. Und ich hätte weinen können, die waren alle so lieb und so knuffelig und so klein. Da kommen die Schuldgefühle zurück, weil ich mein Kaninchen zurückgelassen habe. Aber nicht für immer. Ich habe meine Kaninchen auf Teneriffa an eine Arbeitskollegin gegeben und es geht ihnen gut. Und ich vermisse jeden Tag meine kleinen flauschigen Babys. Ich bin eine schlechte Mutter. Ich verstehe es ja, dass du dich betrogen fühlst, meine Süße, aber ich liebe dich.
Te quiero. Porque no entiende. Und Coco stört's gar nicht, dass sie eingesperrt ist. Sie hat Essen. Ich werde euch nicht vergessen. Ich werde euch immer lieben. I will always love you. Ich habe meine Kaninchen gar nicht mehr gesehen. Mich gar nicht richtig von ihr verabschiedet. Ich habe ein kaninchenförmiges Loch in meinem kaninchenförmigen Herzen. Das ist halt auch so die Sache. Ich würde eigentlich gerne studieren. Die Idee vom Studieren, die sagt mir sehr zu. Aber ich habe halt alles auf Teneriffa. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben dahin verfrachtet, was ja auch Sinn macht. Ja, Deutschland ist halt so kalt und nass. Und deshalb denke ich mir auch so, Zukunft, warum Zukunft? Man kann sich eigentlich von Callcenter zu Callcenter hangeln, weil in jedem schönen Ort auf der Welt, die gibt es überall, wirklich, wenn man mal googelt, überall wo Leute leben wollen, gibt es Callcenter. Also eigentlich könnte man sein Leben lang einfach ein Nomade sein und durch die Welt reisen, was sowieso schon mal eine Idee von mir war, aber vor allem wenn man ein bisschen Glück hat wie ich, dann findet man halt auch Unternehmen, die wirklich gut sind. Zum Beispiel momentan arbeite ich in einem Unternehmen, wo man einfach eine Massage bekommt. Jede Woche kriegt es einfach eine Massage während der Arbeitszeit. Manchmal gibt es so kleine Snacks und Geschenke und auch so riesige Weihnachtsfeiern, wo man noch Geschenke bekommt und so. Und es war sogar ein Santa da. Das war echt schön und so ein kleiner aufblasbarer Schlitten. Let's say Christmas! Ich muss mir übrigens noch berichten, dass es erstmal ein ziemlicher Stunt war, herzukommen. Ich habe 3 Tage gebraucht, obwohl ich einen Direktflug hatte. Ich war vorab in Deutschland für meine sehr gut verlaufene Weisheitszahn-OP. Hi, hier ist Easy. Wie man sieht, war ich die letzten Monate auf Teneriffa zu oft Buffet essen. Es hat einfach zu gut geschmeckt. Ich finde halt, All You Can Eat ist kein Angebot, sondern eine Herausforderung. Okay, eigentlich hatte ich nur meine Weisheitszahn-OP, aber ich sehe halt krass aus wie ein Hamster. Halt nicht mal wie ein Hamster, sondern irgendwie 3 Hamster, die so fusioniert wurden von so einem verrückten Wissenschaftler. Ich weiß nicht, worauf der aus war, aber auf jeden Fall hat er alle irgendwie zusammengeschweißt und was dabei rauskam, ist mein Gesicht. Ich bin voll krass auf diesen Ibo 800 Scheiß, aber es lässt halt immer schon nach 3 Stunden nach. Und ich fühle mich wie ein Junkie. Und ja, ich kann es auf jeden Fall nur weiterempfehlen, sich die Weisheitszähne rausnehmen zu lassen. Das ist voll die geile Experience. Bei mir ist halt immer alles easy. Bin dann von Berlin aus nach Oslo geflogen und ab da ging alles schief. Sagen wir mal so, ich hatte einen unfreiwilligen 2-Tages-Städtetrip in Oslo. Aber als ich dann nach nur ungefähr 48 Stunden Verspätung mal angekommen bin, war ich sehr froh, hier zu sein. Das war eigentlich eine ziemlich coole Erfahrung, weil ich habe mich sehr verbunden mit allen Leuten gefühlt, die ich auf WhatsApp habe, weil ich immer einen Status gepostet habe und dann wurde ich angeschrieben von Leuten, mit denen ich schon Jahre nicht mehr gesprochen habe. Aber Easy, was zur Hölle ist denn los bei dir? Und ja, ich hatte viel mehr sozialen Kontakt in diesen 2 Tagen als im ganzen Jahr gefühlt, weil ich sonst mal vergesse zurückzuschreiben. Aber das ist etwas, woran ich arbeite. Oh Mann, da haben wir über den Verkehr in Thailand gesprochen, aber doch glatt die Nahtoderfahrungen mit Easy vergessen. Eines schönen Tages auf Fuerteventura waren wir am Strand und da waren eigentlich gar nicht so große Wellen, aber wir haben uns schon gewundert, dass die Bademeister die ganze Zeit irgendwie rumpfeifen. Ich schwimme dann da so fröhlich rum. Meine Freunde, die wollten sich schon wieder in die Sonne legen und ein bisschen beraten. Ich hatte sogar noch ein paar Monate zuvor auf Tumblr einen Beitrag gesehen, dass wenn man im Meer schaut und da so Wellen sind und dann plötzlich eine Stelle komplett ohne Wellen und dann wieder Wellen sind, dass man sehr vorsichtig sein soll. Aber das habe ich in diesem Moment nicht erkannt. Ich schwimme fröhlich vor mich hin und wundere mich schon, warum die ganze Zeit pfeifen. Dann merke ich, dass ich nicht mehr vorwärts schwimmen kann. Zumindest nicht Richtung Ufer. Zur Seite ging noch, aber ja, ich dachte, okay, wenn ich so tue, als wäre nichts, vielleicht gehen sie dann weg. Das hatte ich auch gedacht damals mit 14 auf dem Fahrrad, als ich auf der Autobahn gefahren bin und die Polizei hinter mir die Sirenen angemacht hat. Ignoranz und Humor sind halt so die einzigen Abwehrmechanismen, die ich hier entwickelt habe. Auf jeden Fall kommen dann die Barmeister immer näher mit ihren Pfeifen und ein paar Leute starren schon und ich schwimme da fröhlich vor mich hin und der macht mir irgendwie so ein Handzeichen so, ja, hey, kannst du her? Schwimme ich so. Und er so, okay, ich hol dich da raus. Vorher haben meine Freunde noch gesagt, oh, guck mal, die ganzen spanischen heißen Bademeister. Ich glaube, wir müssen uns mal retten lassen. Ja, wie in Baywatch. In Zeitlupe. Kam aus Wasser zugerannt. Mit seinem kleinen Schwimmbrettchen unter. Und schwamm zu mir. Ich hatte fast die Küste erreicht. Und er wirft mir sein kleines Brettchen zu und meint, nimm es, schnell, greif es. Und ich so, yeah. Und greif dieses kleine Schwimmbrettchen und er zieht mich zu sich. Also, bist du okay? Und ich so,
Auf jeden Fall holt er mich raus, erklärt mir nochmal, wie gefährlich das ist bei diesem Wellengang, dass man immer gucken soll, dass man nur in den Gewässern bleibt, bei denen die Bademeister dich nicht anpfeifen, wenn du da reingehst. Auf jeden Fall kam ich dann zurück zu unserem Platz und war ganz aufgeregt, was meine Freunde von der ganzen Sache denken. Und die lagen natürlich auf dem Bauch und waren am Schlafen. Da werde ich schon mal gerettet von einem Bademeister und es kriegt niemand mit. Außer die anderen Leute, die alle gegafft haben. Auf jeden Fall habe ich dann den Fehler gemacht, das meinen Freundinnen zu erzählen. Und ich schwör's, die haben für die nächsten 3 Stunden nicht mehr mit mir geredet. Die haben die ganze Zeit Pläne geschmiedet, wie sie sich retten lassen wollen von den heißen Bademeistern. Und dann bin ich die gerettet wird. Ja, das war auf jeden Fall ein richtiger Betrug, was Freundschaft angeht. Die zweite Nahtoderfahrung ist eine etwas peinlichere Angelegenheit. Es ist natürlich mal wieder kein Jahr vergangen ohne einen Krankenhausaufenthalt. Es war ein weiterer sehr schöner Tag am Strand, diesmal auf Teneriffa selbst. Meine Freundin meinte zu mir, Jackie meinte zu mir, ja, da sind auch Klippen, ich sehe da mal Leute runterspringen, können wir auch mal machen, ne? Und ich so, ja, cool, hört sich gut an, das machen. Und sie so, ja, das sieht schon ein bisschen gefährlich aus. Ich so, ja, komm, wir klettern mal rauf und gucken, was passiert. Und dann musste man erstmal so hinschwimmen und dann auf ein paar Steine raufklettern, die ein bisschen glitschig waren. Dann musste man halt versuchen, nicht runterzufallen und dann musste man halt erstmal barfuß diesen Berg erklimmen. Dann haben wir einen guten Ort gefunden, um runterzuspringen. Wir hatten natürlich vorher gecheckt unten, ob da auch keine Steine sind, weil, ja, also Gliedmaßen sind halt schon eine coole Sache. Dann stehen wir da oben und es ist schon ziemlich tief. Schon etwas tief. Jackie meint, ach ja, easy, wollen wir das echt machen? Und ich denke mir so... Und das ist ein Fehler, den ich schon sehr oft in meinem Leben gemacht habe. Ich denke mir, wenn ich so weit gekommen bin, dann muss ich es durchziehen. Egal was, egal. Ich muss es durchziehen. Ich dachte mir, ich kletter doch jetzt nicht wieder runter, wenn ich hier runterspringen kann und das in einer Sekunde hinter mir habe. Ich so, nee, Jackie... Das machen wir jetzt. Und sie so, ja, ich traue mich nicht allein zu springen. Ich so, nimm meine Hand, dann springen wir gemeinsam. Ich weiß nicht, ob ich zu langsam bin oder Jackie zu schnell. Sie ist ein bisschen vor mir gesprungen und viel schneller. Das heißt, ich war in ihrer Hand und fiel während des Falls ein bisschen seitlich und bin dann auch mit der Seite aufgekommen und das hat erstmal die komplette Luft rausgedrückt. Ich dachte mir so, oh, das ist schon schmerzhaft gewesen, aber naja, vielleicht ist so halt so ein Klippensprung, wenn ein bisschen höher. Also ich habe mir dabei nichts gedacht. Wir hatten das nicht auf Kamera. Und dann haben wir gesagt, hey komm, mach doch mal ein Video, damit ich das wenigstens zeigen kann, was wir machen. Dann springen wir nochmal. Das war ein ausschlaggebender Fehler. Neben dem ersten Klippensprung an sich. Wir sind da wieder raufgeklettert und ich meinte so, ja komm Jackie, diesmal springen wir aber getrennt. Na, ich möchte nicht nochmal auf meine Rippen fallen, das hat wehgetan. Und sie so, okay. Natürlich hat bei mir das Handy dann gesagt, nee, Speicherplatz ist voll und es ist nicht mit aufs Video gekommen, aber wenigstens Jackie wurde gefilmt. Aber ja, ich habe das Ganze umsonst gemacht, wenn man drüber nachdenkt. Ich bin nochmal gesprungen, kam aufs Wasser und plötzlich spüre ich einfach nur einen stechenden Schmerz. Und ich dachte mir so, wow, ich sink so Richtung Meeresboden. Das ist alles irgendwie so still, so diese Geräusche sind einfach so vom Wasser gedämpft und ich sinke und ich bin irgendwie nicht so wirklich Teil meines Körpers. Ich bin einfach irgendwie so eine Existenz, die gerade so im Meer rumschwimmt, irgendwie einfach nur so treibt und plötzlich war irgendwie alles so leer und leise und es war irgendwie ein sehr, sehr schöner Moment. Und dann kam einfach so nach und nach alles zurück, so von wegen so, hallo Isabelle! Hallo Isabelle, ich bin dein Überlebensinstinkt. Wow, wir haben uns aber lange nicht mehr gehört, mein Freund. Isabelle, du solltest an die Wasseroberfläche schwimmen. Wasseroberfläche, wo zur Hölle sind wir überhaupt? Isabelle, hör einfach auf mich und schwimm nach oben. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Dann schwimm mit deinen Armen. Und ich höre schon die Jackie rufen, easy, mach mal Platz. Ich will jetzt ausspringen und ich bin noch so, was? Sie so, Isabelle, geh aus dem Weg. Und ich so, okay. Und ich sehe einen Kumpel von uns da schwimmen, schau da dann Julian. Und denk mir so, ja, okay, wenn ich untergehe, kann ich ihn als Boje verwenden. Schwimme ich doch mal dahin. Und er meinte schon so, das sah schon ein bisschen komisch aus, wie du geschwommen bist. Und ich so, ja, okay, so meine komplette untere Hälfte hat zu diesem Zeitpunkt nicht funktioniert. Aber Jackie springt auch. Wir legen uns erstmal hin. Wir sind ein bisschen fertig von diesen 2 Sprüngen, die wir hinter uns hatten. Aber wir haben uns nichts dabei gedacht. Nur einen Tag später waren wir dann im Krankenhaus. Es war nichts gebrochen, es gab einen Scan von meinen Rippen, die sahen supi aus. Bei Jackie war auch nichts gebrochen und auch nichts geprellt. Aber Jackie ist halt so ein bisschen wie so ein Apfel, der halt schon ein paar Wochen auf dem Boden liegt. Und wenn man den so drückt, dann ist da halt so direkt eine Stelle.
Das heißt, wenn man die Jackie drückt, dann ist da halt auch direkt so eine Stelle. Und ja, dementsprechend sah ihre komplette Unterseite dann aus und sie konnte nicht arbeiten, ohne auf einem sehr flauschigen Kissen zu sitzen. Und ich durfte für eine Woche nichts Festes essen. Aber diese Geschichte hat auch eine gute Moral und die ist: Think before you spring. Aber inzwischen ist alles wieder zugewachsen und sieht genauso aus, wie es sein soll. Bei Jackie auch. Und es hat zum Glück keine Langzeitfolgen. So, das war's aber auch schon wieder von mir. Ich muss ja immerhin mein Image als Partynudel verteidigen und demnächst mal losgehen. Dann ist es Freitagnacht. Hier gibt es natürlich auch sehr viele schöne Möglichkeiten. In Chiang Mai schließen die Clubs tatsächlich an Mitternacht. Wegen einem Unfall, der mal passiert ist, und deswegen wurde das irgendwie ins Gesetz mit übernommen, dass man auch nach Mitternacht kein Alkohol mehr kaufen kann zum Beispiel. Aber es gibt natürlich Untergrundclubs, die Polizei bestechen oder sowas, und deswegen kann man da dann auch später noch rein und bis zum Morgengrauen durchfallen. Dementsprechend sehen diese Clubs auch aus, aber... Und ich halte über die Abenteuer in Thailand auf dem Laufenden. Chiang Mai! Stop calling, I don't wanna talk anymore. I left my head and my heart on the dance floor. sick and tired of my vulnerability. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station.